Linus Simplify ist eine Lösung zur automatischen Vereinfachung von SolidWorks 3D-Modellen. In diesem Szenario zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Linus Simplify ein Teilmodell vereinfachen können. Unser Ziel ist es, Reverse Engineering zu verhindern und unser geistiges Eigentum zu schützen. Um dies zu erreichen, werden wir Details aus dem Modell entfernen, Features einfrieren und Volumenkörper verbinden, um die Anzahl der Objekte im Modell zu minimieren. Wir zeigen Ihnen 3 Wege auf, wie Sie zum gewünschten Ergebnis gelangen. Die erste Methode verwendet die Standardeinstellungen und benötigt keine zusätzlichen Modellmodifikationen. Dies ist unser Bauteil. Wir starten Linus Simplify, um die Einstellungen anzupassen. Wir wechseln zur Registerkarte Einstellungen Teile und entscheiden uns, dumme Körper zu schaffen. Das bedeutet, alle Features werden gelöscht und durch Körper ersetzt. Wir entscheiden uns, Features nach ihrem Volumen und ihrer Auswirkung auf das Modell zu entfernen und die Innenflächen der Schweißkörper zu löschen. Wir entscheiden uns auch dafür, zylindrische Flächen wie Verrundungen oder Krümmungen zu löschen. Und wir entscheiden uns dafür, Löcher zu entfernen. Wir klicken jetzt OK, um den Vereinfachungsprozess zu starten. Alle Einstellungen, die wir vornehmen, funktionieren auch für importierte Modelle. Das ist unser Modell nach der Vereinfachung. Wir können das Originalmodell direkt aus dem vereinfachten Modell heraus öffnen, um beide Dateien zu vergleichen. In unserem zweiten Szenario erzwingen wir die Erhaltung spezifischer Features. Dieses Loch möchten wir erhalten. Zur Umbenennung dieses Merkmals muss eine bedingte Anweisung erstellt werden. Beim Erstellen einer bedingten Anweisung können Sie angeben, ob Sie ein Feature anhand des Namens löschen, erhalten oder auflösen möchten. In diesem Feature entscheiden wir uns, ein Feature zu erhalten, wenn der Name des Features mit erhalten beginnt. Sobald eine neue Bedingung erstellt wurde, wird sie beim nächsten Mal wieder berücksichtigt. Wir können nun das Feature oder gegebenenfalls mehrere auswählen und auf Feature umbenennen klicken, um es umzubenennen. Nachdem das Feature umbenannt wurde, überprüfen wir unsere Einstellungen und starten erneut den Vereinfachungsprozess. Wie Sie sehen, befindet sich das Loch des Features, das wir erhalten wollten, immer noch in unserem Modell. Im dritten Szenario möchten wir die Auflösung von Features erzwingen, indem wir eine Namenskonvention verwenden. Features sind in unserem Modell standardmäßig unterdrückt. Wenn wir sie auflösen, füllen wir das Innere des Modells aus. Auch hier gilt, wenn die Bedingung nicht existiert, dann müssen wir sie erstellen. Wir wählen die entsprechende Aktion aus und legen die Namenskonvention fest. Im Modell wählen wir die Features aus und starten die Umbenennungsfunktion. Nachdem die Features umbenannt wurden, überprüfen wir unsere Einstellungen und starten den Vereinfachungsprozess. Wie Sie sehen können, wurden die Features aufgelöst und das Loch des zweiten Szenarios ist erhalten geblieben. Wir können nun das vereinfachte Modell mit dem ursprünglichen Modell vergleichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte klicken Sie auf Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, oder abonnieren Sie weitere Videos.